Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Anno 1800. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Fabian. Und unser Ziel ist es, einen Kaufvertrag zu bekommen für die Insel Prosperity. Das ist das Kampagnenziel jetzt. Und um das zu erreichen, müssen wir 600 Obreros in unserer Siedlung beherbergen. Die haben natürlich auch wieder Bedürfnisse. Hier aktuelles Bedürfnis Tortillas. Grundbedürfnis, was nicht gedeckt ist. Und ja, das machen wir jetzt hier. Dazu müssen wir eine Tortilla-Bäckerei bauen. Das machen wir hier erstmal. Aber ihr seht schon, wir nehmen jede Hilfe an. beziehungsweise ihr könnt es sehen, da oben, wir brauchen noch 80 Arbeiter. Wir zählen auf dich. Okay, und wir haben hier eine Aufgabe bekommen. Schleichen Sie an den Patrouillen vorbei zum Treibgut und holen Sie ab Vorräte für die Bewegung. Das befindet sich hier. Da können wir mal die Fregatte nehmen und hier hin segeln. Auf Kurs halten! Die sich jetzt in Bewegung setzt. Das sind ja immer so Nebenmissionen, die die Mitstreiter oder die NPCs hier immer mal wieder geben. Und dann bekommt man Geld und auch nützliche Items dafür. Wir müssen uns jetzt dahin schleichen. Also ich mache das jetzt auch mal. An die Segel und brassen! Und dann schleichen wir uns dahin. Es wird irgendwo hier demnächst sein. Wir können auch einfach dahin springen. Auf Kurs halten! Das ist auch, ja, auf jeden Fall in diesem Oh, hier sind wir. Die Waffenruhe wurde beendet. Okay. Also ihr seht schon unten links auf der Karte, wir sind ganz am anderen Eckchen. Und müssen da jetzt uns hinbewegen mit dem Schiff. Es dauert manchmal ein bisschen. Auch wenn ich schon die Geschwindigkeit angepasst habe auf dreifache Geschwindigkeit. Aber irgendwo wird dann auch ein Schiff sein, was wir dann umschiffen müssen. Also ausweichen. Hier haben wir auf jeden Fall noch neue Archipele und neue Inselgruppen, die wir hier entdecken können. Eigentlich mal ein bisschen hierhin fahren, um auch die Insel noch zu entdecken, um die Karte ein bisschen aufzudecken. Damit wir dann auch wissen, wo wir noch segeln bzw. siedeln können. Hier zum Beispiel. Oh, da ist auch ein... Da ist auch schon besiedelt. Aha. Ach ja, unsere Mitstreiterin, da die NPC-Frau, ist auch am Start hier. Auf Kurs halten! Aber genau, hier müssen wir auf jeden Fall auch hin. Das sieht aus wie so ein Schiff, was wir dann... All die sagenhaften Länder, Bevor wir uns dann in Acht nehmen müssen. wirklich. Tja, oder auch nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall an der Stelle. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt noch An die nichts. Segel und brassen! Ich sehe noch kein Treibgut. Hier müsste das Treibgut sein. Oh, und da ist das Schiff. Oh, Halten das Sie auf Patrouillenschiff. Okay. Das aufgenommen. Ja, bitte. Kurs. Leinen los! Darauf können wir bauen. Die große Hoffnung unserer Bewegung. Okay. Und jetzt Auf sollen wir das Kurs hier halten. abliefern. Gut. Ja, ich denke, das läuft jetzt von alleine. Dann können wir mal zurück zu unserer Insel. Und wir seht schon, wir haben jetzt plötzlich nur noch minus 12 Arbeiter, die wir brauchen, weil auch das Bedürfnis gedeckt ist. Es haben ja 20 Einwohner Platz im Haus. Aktuell sind nur 14 eingezogen. Das nächste Bedürfnis wäre dann Kaffee, was dann auch wieder die Einwohnerzahl im Gebäude erhöht. Und falls das jetzt nicht der Fall ist, können wir hier nochmal ein paar aufsteigen lassen, ein paar Häuser. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir bei 270 ungefähr. Wir brauchen also noch 30 weitere.
Und ja, dazu müssen wir auch die Siedlung generell einfach noch ein bisschen erweitern. Bringst du gute Neuigkeiten? Das können wir so machen. Ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten. Und wir haben jetzt 20.000 Geld bekommen, Dollar. Und einen Taucher. Was sehr praktisch ist. Das können wir jetzt auch wieder mit unserem Schiff abholen. Wo ist denn unser Schiff? Hier ist das Schiffswerkzeug. Nun-Boot. Hier die Fregatte mit dem. Die können wir Haltet zu sie uns auf schicken. Kurs. Ach, die ist auch schon hier. Okay. Dann können wir den ausladen. Der würde die Perlenfarm positiv beeinflussen. Aber noch haben wir die nicht. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von den Einwohnern. Hoffentlich bleibt es so. Aktuell sind wir bei 280. Okay. Lassen wir noch ein paar aufsteigen. Diese monströse Brandstiftung Ah, ist super. Jetzt brennt's beabsichtigt. wieder. Das waren die Pyrphorier. Binden Sie 5 Pyrphoria. Aber wir haben jetzt immerhin genug Einwohner. Deswegen ist vielleicht auch das Feuer ausgebrochen. Hier, das ist einer. Also wir müssen jetzt 5 Brandstifter noch in der Siedlung finden. Okay, einer fehlt Es noch. mangelt an Arbeitskraft. Wo ist denn? Da ist er noch. Da ist noch einer. Ich erkenne dich gar nicht Okay. wieder. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Brand gelöscht ist. Wir können, glaube ich, auch noch ein bisschen mobilisieren. Okay. Und jetzt haben wir die Kaffeeproduktionskette freigeschaltet. Schauen uns mal die Wir Bedürfnisse sind auf an. dem richtigen Weg. Kaffee und aber auch, das finde ich witzig, die Boxkampf-Arena wollen sie gerne haben. Die bauen wir natürlich auch für sie. Das ist ja relativ einfach, ist ja nur ein einziges Gebäude. Braucht allerdings noch Ziegel. Aber wenn wir das hier bauen, dann werden die Gebäude gut versorgt mit dem Bedürfnis. Können wir noch eine Straße dazu bauen. Es tut so gut, zu Hause zu sein. So. Ach ja, genau. Und hier bräuchten wir eigentlich noch eine zweite Ziegelei. Weil ja eine Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Nebengrube 2 Ziegeleien versorgen kann. Und wir könnten sogar das ausbauen. Das Lagerhaus hier. Und die anderen auch, aber wir müssen erst mal ein paar Ziegeleien noch bekommen. Die Ziegel. Waffenruhe wurde beendet. Okay. Hier haben wir noch eine Ich habe Einwohneraufgabe. eine revolutionäre neue Idee. Könnten Sie die uns noch Frage- einmal den Weg weisen? Was wir hier tun sollen, versorgen Sie die Einwohner mit Ist es Kanonen. erledigt? Ja, Es Okay. mangelt an Arbeitskraft. gut. Okay, wir springen mal zurück zur alten Welt. Hier haben wir nämlich eine... Oh Gott, Sie enttäuschen mich nie. sieht nicht gut aus. Hier mangelt es an Arbeitskraft. Aber warum? Warum? Was ist los? Na, habt ihr eine Ahnung? Zumindest haben wir genug Oh. zu essen. Nicht genug Schnaps. Ja, das ist Wir natürlich brauchen mehr schlecht. Erntehelfer. Nee, ihr müsst jetzt erstmal ein bisschen mehr härter arbeiten. Wobei ihr natürlich, ja, ihr braucht wirklich mehr Was Ernte. führt Sie zu uns? Hier, ihr müsst auch mehr Kartoffeln machen. Und wahrscheinlich müssen wir noch eine weitere Kartoffelplantage bauen. Hier haben wir noch Platz. Und da ist sogar Platz für ein kleines Wegelein. Es wurde auch Zeit. Wieder festen Dann können Boden. wir nämlich hier erweitern. Machen wir mal den so. Und dann kommt das Lagerhaus natürlich dahin. Und dann wird hier nochmal Kartoffeln angebaut. Das kann ja nicht sein, dass es nicht genug Schnaps gibt hier. Das ist kein Zustand, den ich unterstütze.
So. Zack. Ich liebe den Duft von Tau am Morgen. So. Wir behalten die Einwohnerzahl natürlich im Blick. Und schauen mal, ob sich hier schon was Positives verändert. Ja, es sieht... Ja, Schnaps ist jetzt bei 4 Einheiten. Okay, es steigt noch nicht. Wir können aber auch... wir können einfach kurz die Zeit nochmal normal einstellen. Und dann schauen wir uns mal die Statistiken an. Und zwar die Produktion von Kartoffeln. Und zwar, wo können wir das hier? Hier sehen wir das. Aber das ist jetzt nur der Es mangelt an Produktionsverlauf. Arbeitskraft. Wie komme ich denn dahin? Hier. Sortieren nach Arbeitskräften. Nee, das wird mir hier nicht angezeigt. Oder das Lager. Ist das das? Der Lagerbestand ist es auch nicht. Irgendwo kann ich doch sehen den Verbrauch. Ja, Bevölkerung auch nicht. Items, nee. Ich habe nochmal diese Übersicht. Hier, Schnapsbrennerei. Kartoffelhof. Hier. Jetzt haben wir es. Produktionsverlauf, genau. Verbrauch und ein Diagramm untersuchen. Und was heißt jetzt nochmal was? Ah, Nachfrage. Ah, okay. Und Versorgung. Okay. Also die Nachfrage ist jetzt wieder unter der Versorgung. Das ist gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder was ankurbeln. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Hier sich dadurch diese Menüs da durchzuklicken mit dem Controller. Okay. Also die Kartoffeln werden auf jeden Fall halt gut zu Schnaps verarbeitet. Aber sie werden nicht zwischengelagert. Das heißt, alle Kartoffeln, die wir produzieren, gelangen direkt in die Kartoffelei. Was rede ich denn da? In die Schnapsbrennerei. Wir haben aber auch nicht genug Arbeitskraft. Vielleicht fehlt denen noch irgendwas anderes. Fisch fehlt auch noch. Ja, weil wir so einen riesen Bevölkerungsanstieg hatten. Das heißt, die müssen jetzt erstmal, damit wir wieder genug Fisch haben, sollen die erstmal hier ordentlich Fisch produzieren. Das ist halt eine Maßnahme, ne? Einfach sagen, ihr müsst einfach mehr machen. Aber das geht auch nur ein geringes oder eine gewisse Zeit lang gut. Aber das ist jetzt halt die Sofortmaßnahme, dass wir wieder die Versorgung hier sicherstellen können, damit halt wieder die volle Anzahl an Bauern auch einzieht. Im Moment fehlt uns ja pro Bauernhaus mindestens eine Arbeitskraft. Hier sind es sogar noch mehr. Oh, der hat keinen Zugang zum Marktplatz. Das ist natürlich auch nicht so geil. Das können wir aber relativ einfach beheben. Okay. Wir können natürlich auch jederzeit noch mehr Bauern bauen, aber das hilft natürlich auch nicht. Nachhaltig jedenfalls. Also Versorgung ist das A und O. Und hier nochmal den Marktplatz. Dann sind die nämlich hier auch versorgt. Und die Fische kommen so langsam auch wieder rein. Und bei den anderen sieht es aber relativ gut aus. Bis auf Varieté hat er nicht genug. Wo ist denn das? Das hier oben. Vielleicht können wir das noch ein bisschen zentraler bauen dann. Hier vielleicht rein. Oh, und die Zeitung müssen wir uns natürlich anschauen. Die Waffenruhe wurde beendet. Was war das jetzt? Kompromissloser Journalismus. Habe ich falsch... Nein, du hast es einfach... What? Ein seltsam öffentliches Eingeständnis. Das war nicht so beabsichtigt. Ich habe eigentlich nur Steuerkreuz gedrückt und dann war ich aus dem Menü draußen.
Das gibt's manchmal. Das habe ich auch in anderen Spielen schon erlebt. Dass man dann das in einem Menübildschirm, wenn man eine Taste drückt, öffnet sich dann ein anderes Menü, was eigentlich dann nicht hingehört. Okay, so, jetzt können wir uns die Fischproduktion nochmal anschauen. Wir wollen ja nicht, dass sie generell unglücklich sind. Wir senken das mal auf 30%. Aber wir müssen auf jeden Fall noch eine weitere Produktion hier an den Start kriegen. Vielleicht können wir die einfach hier zwischen rein. Oh, hier würde es hinpassen. Warum nicht? Ist die Frage, ob das verbunden ist. Zählt das hier als Verbindung? Sind diese Kolosse in Bewegung? Ah, das kann hier direkt mit dem Lager dann sprechen. Okay. Das Lager ist auch schon wieder voll. Können wir das ausbauen? Ja. Der ist ja immer überfordert. Okay, was fehlt noch? Nichts. Jetzt fehlt einfach nur generell Bauern. Okay, dann bauen wir noch mehr Bauernhäuser. Hier können wir noch eine zweite Reihe dran machen. Und ein Kästchen zu viel. Okay, weiter geht's. So, also euch machen wir hier noch hin. So, dann schauen wir uns nochmal die Kartoffelproduktion an. Also Schnaps wird jetzt im Übermaß produziert. Allerdings fehlt es noch an den Kartoffeln. Wenn wir das jetzt hier wieder... Schauen wir mal, ob wir das auf 30, 25%. Ob dann der Schnaps wieder steigt oder sinkt, weiterhin steigt. Und die Kartoffeln müssten ja dann vielleicht auch zunehmen. Sehen wir dann gleich. Den Fisch, das sieht schon mal gut aus. Endlich gibt es wieder was zu essen. Okay, hier haben wir Gefahren. Umliegende Gebäude. Explosionsgefahr gering. Arbeitspensum ist halt schlecht, ne? Arbeitspensum kann auch die Brandgefahr steigern. Klar, wenn die überarbeitet sind. Dann passiert das wohl mal. Okay, also ich würde sagen, das sieht relativ gut aus. Den Bedürfnissen. Dann gehen wir mal zurück in die neue Welt. Und schauen uns auch hier mal noch um. Nach unseren Leutchen. Hier können wir die Boxkampf-Arena jetzt bauen. Das haben wir alles Ihnen zu verdanken. Und sie wollen natürlich Kaffee haben. Und für Kaffee brauchen wir aber auch wieder Arbeiter. Du wirst deine Das heißt, wir können hier Sonntagskleider brauchen. direkt weiterbauen. Und hier auch nochmal. Okay. So, wo könnte die Kaffeeplantage hier? Ja, da hinten ist auch noch Platz. Vielleicht expandieren wir wirklich mit den Feldern einfach hier an die Küste. Macht das Sinn? So einfach mal rüber. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Und Tisch. hier können wir gleich noch weitermachen. So, dann haben wir hier schön viel Platz für den Kaffee. Der gehört zu den Obreros. Das ist auch so ein kleiner Bug hier. Wenn man R1 drückt, dann springt das nicht nach rechts in dem Menü. Und da muss man immer L1 drücken und dann nochmal R1. Das geht ganz komisch. Aber wird sicherlich auch noch irgendwann mal behoben. Beenden Sie den Aufstand. What? Wir haben Aufstände. Ihnen den kleinen Finger und Sie greifen die ganze Hand. Was haben wir denn hier? Deine Bevölkerung wendet sich gegen dich. Du musst diese wahrscheinlich, Krise weil sie meistern, bevor sie dir zu über den viel. Kopf wächst.
zu viel arbeiten müssen. Wo ist denn hier Aufstand? Ne, hier nicht. In der neuen Welt wahrscheinlich. Die haben ja jetzt massiv viel arbeiten lassen. Aber ich sehe jetzt hier auch keinen Aufstand. Unsere Bevölkerung ist in Aufruhr, nur die Polizei kann im Falle eines Aufstands für Ordnung sorgen. Okay. Also wir müssen Polizei bauen. Eine Polizeiwache. Können wir erstmal hier hinbauen. Aber wir wollten ja noch unser Varieté verschieben. Nehmen wir einfach hier die aus dem Stadtkern. Sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Und verschieben mal das Theater hier in die Mitte. So, die Polizei könnten wir auch noch woanders hinschieben. Und wieder ein Nacken. Schau, Okay. wie sich die ganze Welt vor uns verneigt. So, die hat natürlich nur einen begrenzten Radius. Also die Polizei kann diese, alles was grün ist, haben abdecken. ein Handelsabkommen geschlossen. Aber hier hinten nicht. Das heißt, da müssten wir eigentlich noch eine Polizei bauen. Die dann für Recht und Ordnung sorgt. Okay. Die Frage, ob die neue Welt auch eine Polizei braucht oder bekommt. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, hier nicht. Also es gibt hier eine Feuerwache. Doch, gibt auch ein Polizeirevier. Wäre nicht verkehrt, das hier auch zu bauen. Aber irgendwie haben wir keinen Platz. Jedenfalls nicht direkt. Müssen wir halt hier auch nochmal Platz machen. So, ihr dürft hier hin. Und dann kommt das Polizeirevier. Dahin. Achso, da haben wir... Oh, bin ich doof. Da ist schon eins. Direkt da. Daneben. Okay, können wir noch irgendwas anderes bauen? Kapelle haben wir ja schon. Okay, da war ich jetzt... Da stand ich jetzt voll auf dem Schlauch. Trink erst mal was, mein Packer. Dann bauen wir einfach hier noch wieder die Häuser hin. Und können jetzt uns hier dem Kaffee widmen. Mit einem Lagerhaus. Ja. Lagerhaus hier. Wir mischen Genau, das und Land Kaffeefelder durch brauchen wir natürlich noch. Und tja, da guckt euch das mal an, wie viel hier benötigt wird. Könnten die sogar... Das ist fast zu viel, oder? Wenn wir das so machen. Aber gut, die Fläche bleibt die gleiche. Machen wir das so. Und damit es besser funktioniert, gleich noch eine zweite. Das können wir hier hinbauen. Und das passt dann so. Gut, dann kommt noch die Kaffeerösterei. Die haben wir hier. Die Rösterei ist auch so ein Riesending. Kommt direkt daneben. Oh, und dafür brauchen wir auch massiv viele Arbeiter. Das heißt natürlich hier wieder aufstocken. Oh, alles was geht sogar. Ich bin stolz auf unseren Erfolg. Dann warten wir mal ab, bis der Kaffee auch ankommt. Und genau, da kommt er schon. 30%, 40%. Sehr gut. Ja, sieht doch gut aus. Und damit steigen nämlich auch unsere Arbeitskräfte. Wir sind wieder positiv. Aber natürlich dürfen wir auch die anderen Bedürfnisse nicht außer Acht lassen. Also müssen wir gucken, der Rum sinkt. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Rumbrennerei. Hier hatten wir ja Willst eine. du Ne? uns zuschauen? Nee, aber ich wollte nur gucken, ob ihr da seid. So, dann nehmen wir nämlich die nächste Rumbrennerei. Die könnten wir eigentlich hier noch hinbauen.
Nicht, dass der rumknappt wird. Das wollen wir nicht. Und wir brauchen noch ein paar Bauernhäuser. Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Okay, der braucht auch noch einen Marktplatz. Das... Vielleicht einfach... Ja, bauen wir den hier hin. Beziehungsweise dann doch lieber schön hier dran. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz frei. Okay. Okay, das sieht soweit schon mal nicht schlecht aus. Jetzt sind wir bei 528 von 600. Also kommen wir der Sache schon näher. Schauen, wie wir hier noch aufsteigen können. Die können wir noch aufsteigen. Hier haben wir auch noch ein Häusle. Das können wir unser Kontor mal noch upgraden. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, jetzt haben wir genug. Und da müssen wir nur gucken, dass die Bauern hier auch noch gut versorgt sind. Der hätte gern noch eine Kapelle. Die ist hier. Die können wir da hinbauen. Okay. Und dann noch ein paar Bauernhäuserchen und dann haben wir auch genug. Dann ist das schon mal gut so. Oh, wir haben kein Holz mehr. Dann bauen wir noch eine Bretterei. Sie halten sich nicht zurück. Die können wir hier noch hinbauen. Oh, minus 30. Okay, nicht, dass uns jetzt irgendwas wegbricht. Irgendwo muss man ja anfangen. Nee. Arbeit ist auch nicht so dein. Okay, so, jetzt noch ein Hospital. Das könnte man eigentlich, hätte man gut zentral bauen können. Aber wir müssen es jetzt halt erstmal hier hinbauen. Wir können hier eine goldene Zukunft aufbauen. Okay, und jetzt wollen wir Gefangenenlager. Freiheit Wir ist sollen so nah. Geiseln retten. Hilf uns, Okay. zu ihr durchzustoßen. Hier unsere Fregatten. Meine Besten wurden entführt. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. Wir versammeln mal alle Schiffe, die wir haben hier. Und schauen uns da dann nochmal an, dass wir brauchen noch ein paar Bauernhäuser. Damit, also ich nenne sie jetzt Bauernhäuser. Jornaleros heißen die ja. Okay, da kommen weitere Schiffe an. So, hier haben wir einen Zielort. Was ist denn das? Ah, hier sind mehrere. Ah, auf diesem Archipel, okay. Du bist und da mir müssen doch wir ein jetzt- wenig zu aufgeweckt. Da müssen wir jetzt mit unserem Schiff hin. Aber dann nehmen wir erstmal... was nehmen wir denn da? Am besten was mit viel Ladung. Ja, die Fregatte Gute Hoffnung ist gut. Die können wir außerhalb des Archipels stationieren. Hier sollen die erstmal hin. Genau, hier ist, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir uns da reinwagen. So, Auf okay. die alte Dame ist Verlass. Die Schiffe sind halt, finde ich, insgesamt sehr langsam unterwegs. Aber ich kann euch hier schon mal was zeigen auf der Insel. Hier wird nämlich nach Öl gebohrt. Und dann wird nämlich damit, kann man sogar Elektrizität erzeugen. Richtig krass.
Also bis ins elektrisierte Zeitalter kann man dann noch siedeln. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier anfangen. Mal sagen, Haltet hier Sie als auf Kurs. erstes. Also da sind 2 Schiffe. Ich weiß ja nicht, ob der uns, wie nahe der kommt. Ah, nee, Segel okay. setzen! Dann gucken wir mal, ob wir da nicht einfach direkt hinfahren können. Muchas gracias. Haltet Sie auf Kurs! Lässt dich nicht lumpen. Okay. Halt ein bisschen komisch, dass man das noch extra bestätigen Ein muss, Schiff erster Klasse. um die aufzusammeln. Okay, hier ist das nächste. Das nächste Ziel. An Ich glaube, die wir Segel und Brassen. müssen nicht ungesehen oder so dahin Der kommen. Fluss mündet noch immer im offenen Aber wenn wir das Meer. schaffen können, ist natürlich gut. Das ist ein feiner Zug. Muchas gracias. Neue Befehle, Admiral. So, jetzt schnell hier nach draußen. Beziehungsweise hier hin. Da ist noch der dritte. Kurs gesetzt. Das sieht doch gut aus bis jetzt. Boah, direkt am... direkt vorbei noch. Sehr gut. Das Haltet Sie auf Kurs. Zug. Ich bin Okay, dankbar für so. alles, was Sie für uns erreicht haben. Und jetzt sollen wir sie hier abliefern. Von mir aus freigegeben. Okay. Dann schauen wir uns noch die Zeitung an. Hier wollte ich ja nämlich noch lektorieren letztes Mal. Und zwar Knappheit. Nee, ich wollte das Konsumverhalten noch ein bisschen ankurbeln. Okay. Und dann nähern wir uns auch schon dem Zielhafen. Um die Geiseln abzuliefern, die wir jetzt gerettet Auf haben. die alte Dame ist Verlass. Zuerst dachte ich, du wärst ein Spion der Königin. Jetzt weiß ich, dass dein Herz am rechten Fleck ist. Ja, ist das nicht nett von Wir uns? bleiben alle zusammen. Das ist unsere einzige Chance, Oha. zu überleben. What? Europäische Schiffe nähern sich. Wir standen hier nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mein Herz klopft bis zum Hals. Boah. Haltet Sie auf Kurs. Die Zukunft der Bewegung ist gesichert. Das haben wir dir allein zu verdanken. Wir haben uns auch noch angegriffen. Isabel hat wohl vergessen, Kurs welche gesetzt. Strafe auf Ungehorsam steht. Weshalb zeigt uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum Prosperity-Verkauf? Da stimmt doch etwas nicht. Was hat sie zu verbergen? Ihre Majestät Wenn sie überhaupt was zu fordert verbergen hat. Prosperity unverzüglich Auf auf Kurs bedingungslos halten. zurück. Schließen Sie die Expedition der Vertrag ab. Der Vertrag. Kurs gesetzt. Er ist fort. What? Die Purfurier müssen ihn während des Angriffs gestohlen haben. Wie konnte ich ihnen nur so auf den Leim gehen? Das ist schon mal schlecht. Es beginnt. Die Purfurier rücken vor. Ich hab da Pläne. Okay. Das hier ist wichtig. Der Vertrag, den müssen wir jetzt abschließen. Das schon mal vorbereiten. Was haben wir denn hier noch? Was brauchen wir denn? Redegabe und Kampfkraft am besten. Heilkunst. Und uns jetzt auch nicht so viel. Kampfkraft mit Kaffee bekommt man Kampfkraft, okay. Aber Redegabe wüsste ich jetzt nicht, wie wir die... Oh, mit Bier. Wir haben kein Bier. Egal, schicken wir das Schiff los. Auf die Expedition, um den Vertrag zurückzubekommen.
Am Ende kommen noch die goldenen Jahre. Dieser Ort ist voller Energie. Okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern, würde ich sagen. Noch hat es auch nicht begonnen. Das Schiff verlässt die Karte. Dauert ein bisschen. Was kann ich für dich tun? Wow, Paka. Hier beende ich mal die Bretterproduktion, Wir werden immer noch- weil wir sonst kein Holz mehr haben. Aber wir haben auch genug Bretter. Wir haben ja auch mindestens noch ein Sägewerk irgendwo. Hier oder so, das da. Ne, Holzfällerhütte. Da ist noch das zweite Sägewerk. Okay. Und wenn ich mich jetzt wenn ich das richtig sehe, hier auf der Karte, Neue das- Befehle, Admiral. unser Schiff, was auf die Expedition fährt, aber das dauert noch ein bisschen. Die Sonne brennt So. heiß. Hilfst du einem alten Mann und seinem Hut, por favor? Fotografieren Sie Clipper. Okay, das kriegen wir hin. Oh, sogar in der neuen Welt. In der alten Dingswelt. Okay. Foto machen. Das hier ist ein Clipper. Machen wir so. Das war ein schönes Foto. Okay. Ich bin so stolz. Und dann wieder zurück in die neue Welt damit. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So, jetzt ist die Expedition in Gange. Oh, hier wird geboxt. Können wir das mit der Postkartenansicht ein bisschen schöner noch sehen? Nee. Leider noch näher ran kommt man nicht. Oder gibt es nicht so einen First-Person-Modus? Postkartenansicht. Sehe ich jetzt nicht direkt. Kamera. Schiff. Nee, sehe ich jetzt hier nicht. Ich glaube, auf dem Rechner gibt es das. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist auch witzig, oder? Mal so durch seine Siedlung zu spazieren. Was können wir noch machen? Wir können die nächste Produktionskette vorantreiben. Und zwar Pelzmäntel ist ja für die anderen. Hier die Hüte nämlich. Und zwar das hier. Dazu brauchen wir Baumwolle. Aber wir haben auf der Insel keine Fruchtbarkeit für Baumwolle. Okay. Dann schauen wir uns mal, können wir mal gucken, ob wir eine Fruchtbarkeit kaufen können. Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. Wir haben hier Kakao-Fruchtbarkeit, können wir hier holen. Haben wir leider nicht. Wir könnten eine Meeresschildkröte für unseren Zoo bekommen. Okay, vielleicht hat noch jemand anderes was anzubieten. Gib ihnen Suppe und ein... Da bist du ja. Die Spatzen haben es schon Wir haben von keine den Dächern Handelsrechte mit gepfiffen. dieser Partei. Oh, okay. Könnten wir uns eigentlich mal anschauen. Inselanteile. Hier, Diplomatie. Frieden und mit der Piratin haben wir natürlich Krieg. Wir könnten aber wirklich mal Handelsrechte uns überlegen. Hier, Handelsrecht ersuchen. Erfolg unmöglich. Aber wir können uns einschmeicheln, können sie beleidigen. Geschenk anbieten. Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Okay. Wir probieren mal die wenn Handelsrechte. jemand versucht, mich über Oh, den sie Tisch lehnt's ab. zu ziehen. Tja, schade. Okay.
Was können wir ihr denn hier einschmeicheln? Malerei, Dichtkunst und Kalligraphie. Ja, das freut sie. Sie kennen also die 3 großen... Und ihn hier können wir uns auch einschmeicheln Das bei ihm. trifft auf mich zu. Mom war übrigens Ja. die zäheste. Das stimmt. Sie sind ein ganz toller Hecht. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Woher wissen Sie das? Okay. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese Runde. Dann warten wir nämlich auf die Expedition, dass die zurückkehrt. Und dann schauen wir mal, was in der Kampagne noch so alles passiert. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und auch einen Kommentar. Das hilft dem Algorithmus auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Euer Fabian.